Heute stelle ich euch 25 Spiele vor, die für 2019 erwartet werden und mein Interesse geweckt haben. Für einige Spiele gibt es noch kein Release-Datum, aber um halbwegs realistisch zu bleiben, lasse ich Spiele wie The Elder Scrolls 6 und Halo Infinite mal raus, die vermutlich erst für die nächste Konsolengeneration erscheinen werden. Ein paar Spiele aus dem letzten Jahr sind wieder dabei, da sie offensichtlich noch nicht erschienen sind. Und obwohl Terry Crews cool ist, habe ich Crackdown 3 rausgeworfen, da mich das bisher gezeigte Gameplay nicht überzeugt. Ich lasse mich aber auch gerne positiv überraschen. Zuerst zeige ich euch Spiele, die mich selbst zumindest interessieren, weiter hinten kommen Spiele, auf die ich mich wirklich freue und auch gute Chancen haben, von mir gekauft zu werden. Los geht's! Letztes Jahr habe ich gemutmaßt, dass EA Anthem im Jahr 2018 verhunzen wird. Das ist nicht passiert, denn das Shooter-RPG wurde auf Februar 2019 verschoben. Man will ja aus Fehlern gelernt haben. It was stupid. I'm sorry. So wird es weder einen Season Pass, DLCs oder Lootboxen geben. Der Fokus des BioWare-Spiels liegt klar auf dem kooperativen Multiplayer. Solisten sollten sich also schnell noch ein paar Freunde organisieren, um gemeinsam in unterschiedlichen Anzügen durch die Gegend zu jetten und Feinde zu plätten. Biomutant lockt mit einem waschbärartigen Protagonisten in die Postapokalypse. Das Besondere an diesem Action-Rollenspiel ist die zufallsgenerierte Umgebung, in der ein Erzähler die Ereignisse humorvoll kommentiert. Die unvermeidbaren Auseinandersetzungen erfolgen mit einer flotten Kombination aus Nah- und Fernkampf. Man sollte von einem kleinen schwedischen Entwickler kein monströses Spiel erwarten, aber es könnte durchaus etwas Besonderes werden, was man im Auge behalten sollte. Auch im Auge behalten solltet ihr diesen Kanal. Am besten gleich abonnieren. Eine passable Alternative zu Mutanten sind natürlich Zombies. Wie auch schon im ersten Teil, könnt ihr auch bei Dying Light 2 damit rechnen, dem ein oder anderen zu begegnen. Das Besondere soll hier sein, dass die Entscheidungen des Spielers einen starken Einfluss auf den Spielverlauf haben. Die Spielwelt, die 4-mal größer sein soll als beim Vorgänger, wird mal wieder per Parcourslauf erschlossen. Im Koop lässt sich der Zombie-Spielplatz außerdem mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig unsicher machen. Devil May Cry 4 ist nun schon über 10 Jahre her. Hoffentlich fühlst du dich jetzt so alt wie ich. Für neue Konsolen und Menschengenerationen erscheint im März nach dem 5. Spiel DMC das 6. Spiel der Prügel-Action-Serie mit dem Namen Devil May Cry 5. Alles klar soweit? Die Grafik finde ich durchaus überzeugend und auch das effektvolle Dämonengekloppe und Geballer stelle ich mir sehr spaßig vor. Because nothing brings a family together like slaying demons. Hoffentlich versauen sie nicht den Schwierigkeitsgrad, um Spieler zu Mikrotransaktionen zu verführen. Die Kingdom Hearts Serie glänzte in den letzten Jahren hauptsächlich mit sehr merkwürdig benannten Spielen wie Kingdom Hearts HD 1,5 und 2,5 Remix sowie 2,8 Final Chapter Prologue. Deutlich verständlicher ist da doch eine 3, die das familienfreundliche Action-Rollenspiel schmückt, das nun endlich am 29. Januar erscheinen wird. Von dem, was bisher zu sehen war, schließe ich darauf, dass der Mix aus Disney-Universum und Final Fantasy-Charakteren viele interessante Wesen, Schauplätze und abwechslungsreiches Gameplay bieten wird. In Wolfenstein Youngblood geht es diesmal mit Blazkowicz Zwillingstöchtern durch das von Nazis besetzte Paris der 80er Jahre. Das Ganze ist als Koop-Shooter konzipiert. Solospieler müssen mit einer computergesteuerten Schwester Vorlieb nehmen. Wer also Lust hat, alleine oder zu zweit Nazi-Horden zu schnetzeln, ist hier richtig. Diesmal möglicherweise auch mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Weichen dafür sind gestellt. Mal sehen, ob sich Bethesda das auch traut. Alles oder nichts, Schwester. Ubisoft hat natürlich erkannt, dass Assassin's Creed Black Flag auch deshalb so gut angekommen ist, weil ein starker Fokus auf den gut funktionierenden Schiffskampf gesetzt wurde, der ja ursprünglich nicht so viel mit dem Assassinentum zu tun hatte. Das gleiche Team arbeitet derzeit an Skull and Bones, das bei seinen spektakulären Gefechten im Gegensatz zu Sea of Thieves zwar eine realistische Grafik bietet, aber dennoch für die Abwechslung auf Seeungeheuer nicht verzichten möchte. Das Spiel bietet eine Solo-Kampagne sowie Multiplayer-Schlachten.
Capcom weiß um den Wert ihrer beliebten Resident Evil Marke und hat in den letzten Jahren einige Remastered-Fassungen älterer Spiele veröffentlicht. Bei Resident Evil 2 handelt es sich allerdings um ein komplettes Remake, das den Horrorklassiker im hübschen neuen Gewand wieder auferstehen lässt. Schon Ende Januar geht's also wieder nach Raccoon City, um gegen die detaillierten Zombies anzutreten. Auch dieser Trip wird nichts für nervenschwache Spieler. Das renommierte Studio Obsidian Entertainment wurde kürzlich von Microsoft übernommen. Dennoch wird das aktuelle Projekt ziemlich sicher auch für die PS4 erscheinen, das als Weiterentwicklung des hauseigenen Fallout New Vegas betrachtet wird. Das Science-Fiction-Rollenspiel The Outer Worlds soll mit gut geschriebenen Geschichten und viel Entscheidungsfreiheit punkten und sich trotz der Ego-Perspektive vermutlich anders als das shooterlastige Fallout 4 spielen. Mit The Division 2 will Massive Entertainment alle Fehler des Vorgängers vermeiden und ein runderes Spielerlebnis bieten. Wir schießen uns diesmal durch das verfallene Washington. Die Umgebung wird deutlich anders, größer und abwechslungsreicher ausfallen. Teil 2 soll sich außerdem noch besser für Spielergruppen eignen. DLC-Erweiterungen werden künftig kostenlos angeboten. Wenn Ubisoft seinem Schema treu bleibt, wird das Spiel also auch nach dem Release im März kräftig weiterentwickelt. I think we're ready. Endlich wieder mit einem Kampfjet durch schöne Landschaften gleiten und massenweise Gegner besiegen, ohne sich zu viele Gedanken um die Bedienung eines Flugzeugs machen zu müssen. Das verspricht Ace Combat 7 Skies Unknown. Zudem dürft ihr mit einer typisch japanisch-dramatischen Story rechnen, die um die Action gewoben wurde. PlayStation VR-Besitzer erhalten immerhin einige Zusatzmissionen für ihr Headset. Bereits am 18. Januar geht's los. Death Stranding wird Hideo Kojimas erstes Spiel nach seiner Arbeit am Metal Gear Franchise und dem Ende seiner Konami-Karriere. Für sein neues Projekt wurden einige bekannte Schauspieler engagiert, die mit sehr ansehnlicher Grafik auf den Bildschirm gezaubert werden. Was den Inhalt des Spiels angeht, fragt man sich aber schon, ob so eine Paketboten-Simulation Spaß machen wird. Zusätzlich gibt es aber definitiv einige übernatürliche Elemente und sicherlich eine abgedrehte Story, die uns bei der Stange halten wird. Ein weiterer PS4-Exklusivtitel wird Days Gone, das sich dem innovativen Konzept von Zombies annimmt. Oder nennen wir sie Infizierte. Diese können in großer Anzahl auftreten, was sicher das ein oder andere Mal eine Flucht sinnvoller erscheinen lässt als den Kampf. Auch hier gibt es dieses Jahr Konkurrenz in Form von World War Z. Days Gone macht auf mich allerdings einen besseren Eindruck und weiß hoffentlich mit einer atmosphärischen Story zu überzeugen. Von den in Japan stattfindenden Samurai-Abenteuern Sekiro Shadows Die Twice, Nioh 2 und Ghost of Tsushima finde ich das erste am interessantesten. Die Dark Souls-Macher lassen unser Ninja nicht nur flott kämpfen und sich durch die Lüfte katapultieren, sondern im Todesfall auch wieder auferstehen, wenn wir wollen und es uns verdient haben. Die Gegner sehen abwechslungsreich aus und freuen sich sicher schon auf reichlich frisches Ninja-Fleisch. Wirklich was zu sehen gab es von Bayonetta 3 noch nicht. Aufgrund der begrenzten Grafikleistung der Switch ist aber wohl mit einer ähnlichen Optik wie bei Bayonetta 2 zu rechnen. Nintendo ist es zu verdanken, dass die actionreiche Serie rund um die agile Hexe nicht stirbt. Der Entwickler Platinum Games bewies zuletzt mit Nier Automata, dass sie es noch drauf haben. 2019 ist zugegebenermaßen Spekulation, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Die Xbox braucht mehr lohnenswerte Exklusivtitel. Das sollte jedem klar sein. Auch wenn die neuen Microsoft-Titel parallel für den PC erscheinen, könnte Gears 5 mal wieder ein schönes Xbox-Aushängeschild werden. Neben dem Fokus auf eine emotionale Story erwartet uns auch hier wieder viel Geballer und Action in schön gestalteten Szenerien. Das Ganze wird sich auch wieder per Splitscreen oder im Online-Koop zusammen mit einem Kumpel spielen lassen.
Die in Russland stattfindende Metro-Serie hat bislang nicht die Anerkennung erfahren, die sie meiner Ansicht nach verdient hätte. Vielleicht kann Metro Exodus das nun endlich im Februar ändern. Der Shooter soll weniger linear sein als die Vorgänger, noch größer und offener sein und hat wieder einige interessante Gegner und Waffenmodifikationen à la Crysis zu bieten. Munition wird sicherlich immer noch wertvoll sein. Hoffentlich finde ich genug, um mich gegen böse Menschen und mutierte Tiere zur Wehr setzen zu können. Beyond Good and Evil 2 wird ein Prequel zu dem 2003 erschienenen ersten Teil. Der Fokus des Action-Adventures soll diesmal auf dem kooperativen Multiplayer liegen. Eine permanente Online-Verbindung wird vorausgesetzt. Das futuristische Universum lässt sich jedoch auch alleine erkunden. Ganz in Rollenspielmanier kann man einen eigenen Charakter erstellen, auf den viele der abgedrehten Charaktere unterschiedlich reagieren werden. Mir gefällt, dass man mit einem Raumschiff einfach von der Planetenoberfläche in den Weltraum fliegen kann und bei Bedarf auch hier einfach mal aussteigt. Ja, ich mag Mortal Kombat. Besonders der 10. Teil in der XL Edition ist meiner Ansicht nach gut gelungen. Auch Teil 11 des Prügelklassikers scheint nicht besonders viel anders machen zu wollen, und das ist gut. Die ultra brutale Over-the-Top-Action kommt mal wieder in einem neuen Grafikgewand und auch der ein oder andere Kämpfer wird einem wohl bekannt vorkommen. Alles gut. Einzig die Release-Politik macht mich wahnsinnig. Vorbesteller kriegen Shao Kahn. Kotz. Straight up. Doom war 2016 ein tolles Oldschool-Shooter-Erlebnis und eine gelungene Wiederbelebung der stolzen Marke. Das neue Doom Eternal spielt diesmal nicht auf dem Mars, sondern unter anderem auf der Erde und wirbt mit doppelt so vielen Gegnertypen. Mit der neuen It Takes 7 Engine wird eine schicke Optik und stufenweise zerstörbare Dämonen geboten. Eternal wird primär ein Singleplayer-Erlebnis. Freunde können sich mal ähnlich wie bei Dark Souls ins Spiel einladen lassen, um unseren Kampf zu unterstützen. Jedi Fallen Order ist ein Titel, zu dem ich überhaupt nichts zeigen kann. Und dennoch freue ich mich auf dieses ominöse Star Wars Spiel, weil es von dem Studio Respawn entwickelt wird, welches mich zuletzt mit Titanfall 2 sehr überzeugt hat. Wir wissen immerhin, dass Fallen Order wie der Film Rogue One zwischen Episode 3 und 4 spielt. Alles weitere bleibt spannend. Hoffentlich denkt sich EA keine allzu nervigen Mikrotransaktionen für den Titel aus. Der Nachfolger des zu kurz geratenen und abrupt endenden Rage erscheint bereits im Mai und macht bisher einen sehr guten Eindruck. Die Avalanche Studios, die unter anderem für das Mad Max Spiel verantwortlich waren, und die Shooter-Experten von id Software haben sich zusammengetan, um dieses abgedrehte Open-World-Spiel zu ermöglichen. Es erwarten euch dynamische Ereignisse und neben dem Geballer viele unterschiedliche Aktivitäten wie Rennen und Arena-Kämpfe. Remedy Entertainment ist nicht nur für die Max Payne-Serie verantwortlich, sondern auch für Quantum Break, das mit seiner Zeitmanipulation für einige coole Momente gesorgt hat. Control geht in eine ähnliche Richtung. In einer von unseren physikalischen Gesetzen entkoppelter Welt lässt sich mit übernatürlichen Fähigkeiten einiges anstellen. Dazu kann sich die Umgebung Inception-mäßig verändern. Die physikbasierten Kämpfe wirken spektakulär in Szene gesetzt und machen Lust auf mehr. Endlich sind Hinweise aufgetaucht, dass The Last of Us Part 2 im Jahr 2019 erscheinen soll. Der hochgelobte Vorgänger, der ja auch schon für die PS3 erschien, hat mir auf der PS4 sehr gut gefallen. Ich vermute, dass es auch der zweite Teil schaffen wird, ernst mit dem Thema Zombie-Apokalypse umzugehen und neben der Action eine spannende Story erzählen wird. Das auf der E3 gezeigte Material ist bereits atmosphärisch und animationstechnisch beeindruckend. Auf Cyberpunk 2077 bin ich sehr gespannt. Die Witcher-Entwickler haben mit ihrer für die Presse spielbaren Demo auf der E3 viele Journalisten beeindruckt. Aber auch der Trailer und das aufgezeichnete Gameplay für das gemeine Volk weiß zu begeistern. Es sieht so aus, als würde mit diesem Spiel nochmal alles aus der aktuellen Konsolengeneration herausgeholt werden. Und auch ein Spitzen-PC bringt das First-Person-Action-Rollenspiel vermutlich ins Schwitzen.
Sicher ein Spiel, das uns viele Stunden fesseln kann und dabei auch ohne nervige Mikrotransaktionen auskommen wird. Es werden natürlich noch viel mehr tolle Titel im Jahr 2019 erscheinen, die euch vielleicht mehr interessieren als mich. Hier nur ein paar weitere Beispiele für potenziell erfolgreiche Spiele. Vermutlich erscheint auch wieder ein neues Call of Duty und ganz vielleicht auch FIFA 20. Wenn ihr jetzt ein bestimmtes Spiel vermisst habt, vergesst nicht, dass es hier um meinen persönlichen Geschmack geht. Schreibt mir gern eure Tipps und die Spiele, auf die ihr euch am meisten freut, in die Kommentare. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert doch den Kanal, aktiviert die Glocke und teilt das Video mit allen Action-Freunden, die ihr kennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!